Ist es eine Riesenschlange oder vielleicht ein Dinosaurier aus der Urzeit? Vielleicht ist es auch nur Einbildung und etwas ganz Natürliches. Oder doch ein Monster, das sich nur selten blicken lässt? Das Ungeheuer von Loch Ness. Das Ungeheuer von Loch Ness, auch Nessie genannt, ist ein sagenumwobenes Wesen, das in einem schottischen See in der Nähe von Inverness leben soll. Es wird oft als ein bis zu 20 Meter langer Plesiosaurier beschrieben und gilt als Kryptid, ein unerforschtes Tier wie Bigfoot oder Yeti. Wissenschaftler halten diese Berichte jedoch meist für Fehlinterpretationen oder Falschmeldungen. Der Mythos hat wirtschaftliche Bedeutung, da er den Tourismus in der Region fördert und wird vor allem in Krisenzeiten immer wieder aufgegriffen. Die erste Erwähnung eines Seeungeheuers im Loch Ness stammt aus dem Jahr 565. Nach der Vita Columbae des Abtes Adamnan soll der heilige Columban von Iona einen Pikten vor einem Angriff im Fluss Ness gerettet haben, indem er sich bekreuzigte und das Ungeheuer mit dem Namen Gottes verscheuchte. Duncan Campbell will 1527 ein schreckliches Ungeheuer am Ufer des Sees gesehen haben. Aus dem 16. Jahrhundert stammt eine Chronik, in der beschrieben wird, wie ein riesiges Tier aus dem Loch Ness auftauchte und 3 Männer tötete. Um 1650 erwähnt ein Chronist, dass Loch Ness für seine schwimmenden Inseln bekannt sei. Am 12. August 1661 wurde in der Nähe von Inverness ein etwa 3,50 Meter langer Stör gesichtet. Das Ungeheuer von Loch Ness wurde erstmals 1933 bekannt, als der Inverness-Kurier über ein riesiges Tier im See berichtete. Die Sensation rief Reporter auf den Plan und sogar ein Zirkus bot an, das Ungeheuer zu fangen. Im selben Jahr beschrieb Palmer eine Sichtung mit Details von Kopf und Maul des Ungeheuers. Interessant ist auch, dass die Vorstellung von Nessie als Plesiosaurier erst kurz nach dem Erfolg des Films King Kong im Jahr 1933 aufkam, in dem ein Seeungeheuer eine ähnliche Gestalt hatte. Es wird vermutet, dass der Film die Fantasie der Menschen beeinflusste und den Nessie-Mythos in seiner modernen Form nährte. Ein berühmtes Foto von 1934, angeblich von R.K. Wilson, zeigt Nessie mit langem Hals im Wasser, wurde aber 1994 als Fälschung entlarvt. Weitere zweifelhafte Beweise stammen von Frank Searle, der in den 1970er Jahren teilweise manipulierte Fotos präsentierte. Seine Beiträge trugen mehr zum Mythos als zu glaubwürdigen Beweisen bei. 1972 fotografierte eine Forschergruppe um Robert Rines eine vermeintliche Flosse, die zum Vorschlag eines wissenschaftlichen Namens für Nessie führte. Dieser Name, ein Anagramm für Monster Hawks bei Sir Peter S., spielte auf den skeptischen Humor des mitbeteiligten Sir Peter Scott an. In jüngerer Zeit wurden vermeintliche Sichtungen auf Videos, Satellitenbildern und sogar auf Google Earth gemeldet, darunter ein Video von Gordon Holmes im Jahr 2007 und ein Bild auf Apple Maps im Jahr 2014. Oft erwiesen sich diese Beweise jedoch als Fehlinterpretation oder Fälschungen. Berichte über das Ungeheuer von Loch Ness weisen oft auf eine Ähnlichkeit mit dem ausgestorbenen Plesiosaurus hin, einem Tier mit langem Hals, kleinem Kopf und Flossen. Wissenschaftler und Kryptozoologen halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass Nessie ein Überbleibsel aus dem Erdmittelalter ist. Dazu müsste es viele solcher Tiere geben, um eine Population aufrechtzuerhalten, was zu häufigeren Sichtungen führen würde. Außerdem ist Loch Ness weder groß noch produktiv genug, um solche Kreaturen zu beherbergen, und entstand erst nach der letzten Eiszeit, was das Überleben von Plesiosauriern ausschließt.
Alfred Cruikshank berichtete 1923 von einem tierähnlichen Wesen mit gekrümmtem Rücken und Elefantenfüßen, das eine Straße überquerte. Andere Beschreibungen erinnern eher an Kamele oder Pferde. Die Wissenschaft bietet unterschiedliche Erklärungen an. Fehlinterpretationen von Robben, Fischen, Wasservögeln, Baumstämmen oder besonderen Wellenmustern sind plausibel. Auch schwimmende Hirsche oder große Störe könnten als Ungeheuer wahrgenommen werden. Eine Theorie besagt, dass vulkanische Aktivitäten unter Wasser blubbernde Bewegungen erzeugen, die zu Sinnestäuschungen führen, wobei ein Zusammenhang zwischen Sichtungen und tektonischen Aktivitäten festgestellt wurde. Eine oft zitierte Begebenheit aus dem Jahr 1871 beschreibt die Beobachtung eines sich bewegenden Wesens mit einem buckligen Rücken, ähnlich einem umgedrehten Boot, durch Dee Mackenzie. Diese Geschichte wird oft zitiert, aber es gibt keine Originalquelle, was ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Im Jahr 2003 führte die BBC eine umfassende Sonaruntersuchung durch, fand jedoch keine Spur von Nessie und erklärte, dass das Monster wahrscheinlich nicht existiere. Das berühmte Foto von 1934, das Nessie mit einem langen Hals zeigt, wird oft als Fälschung angesehen. Marmaduke Wizerl behauptete vor seinem Tod, es handle sich um eine Tonfigur auf einem Spielzeug-U-Boot. Andere spekulierten, es könne einen Otter oder einen tauchenden Vogel darstellen. Neuere Analysen von Neil Clark deuten darauf hin, dass es sich um einen schwimmenden Elefanten aus einem Zirkus handeln könnte, dessen Direktor Bertram Mills die Legende möglicherweise gezielt eingesetzt hatte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Auch in jüngster Zeit gibt es Berichte über Sichtungen des Loch Ness Monsters. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 5 Sichtungen registriert, 2 davon durch Sonarmessungen, die als besonders aussagekräftig gelten. Laut dem offiziellen Loch Ness Monster Sighting Register gehören diese Sonardaten zu den vielversprechendsten Hinweisen auf Nessie und könnten die Grundlage für weitere Untersuchungen bilden. Am 22. September 2024 entdeckte Skipper Sean Sloggy während einer Fahrt mit dem Ausflugsschiff Spirit of Loch Ness ein ungewöhnliches Signal in 98 Metern Tiefe. Auf dem Sonarbild zeichnete sich ein sichelförmiges Objekt ab, das an ein lebendes Wesen mit einem langen Hals erinnerte, ähnlich einem prähistorischen Wassersaurier. Bereits 2020 hatten die Skipper der Cruise Loch Ness ähnliche Objekte auf den Sonarbildern beobachtet. Der Sonarexperte Craig Wallace bestätigte damals die Echtheit der Daten und sagte der Lokalzeitung The Northern Times, es gibt keinen Zweifel, dass wir hier einen klaren und deutlichen Kontakt sehen. Wallace vermutete allerdings, dass es sich eher um einen großen Stör oder einen Fischschwarm gehandelt haben könnte. Die verschiedenen Darstellungen von Nessie, etwa als langhalsiger Plesiosaurier oder als Buckelschlange, widersprechen sich oft und sprechen für Fälschungen oder Missverständnisse. Wissenschaftlich ist die Schwimmbewegung mit mehreren Buckeln hintereinander nicht plausibel, da keine bekannte Tierart solche Bewegungen ausführen kann. Untersuchungen wie umfassende DNA-Analyse des Seewassers ergaben Hinweise auf ungewöhnliche große Aale im Loch Ness, die ebenfalls eine Erklärung für die Sichtungen liefern könnten. Das Ungeheuer von Loch Ness ist nach wie vor ein faszinierender Mythos, in dem sich historische Überlieferungen, moderne Sichtungen und wissenschaftliche Untersuchungen vereinen. Obwohl zahlreiche Sichtungen und Beweise meist als Fehlinterpretationen oder Fälschungen entlarvt wurden, hat die Legende wissenschaftliche und kulturelle Bedeutung, insbesondere durch den Tourismus. Wissenschaftliche Analysen wie Sonar- und DNA-Untersuchungen konnten bisher keine Beweise für die Existenz eines prähistorischen Wesens liefern. Die populärsten Erklärungen deuten auf natürliche Phänomene hin, was der Legende jedoch nicht ihren Charme nimmt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich über ein Abo und ein Like. Auch ein Kommentar von dir wäre klasse. Ich hoffe, dass du auch beim nächsten Video wieder mit von der Partie bist. Bis dahin, pass auf dich auf, vor allem, wenn du vorhast, im See zu schwimmen. Man weiß ja nie, was dort lauert.